Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut. Wie versprochen beginnt heute die Tutorial-Woche und heute habe ich gedacht, erkläre ich euch so ein bisschen, wie ich Haut ausmale und wie ich so ein Gesicht ausmale. Wir fangen einfach mal an mit einem Topmodel, das so eine helle Haut hat, und morgen machen wir ein dunkelhäutiges Topmodel. Da ist der Ablauf ein bisschen anders, aber eigentlich relativ ähnlich. Ich habe hier jetzt erstmal so eine ganz einfache, zurückhaltende Frisur gezeichnet, damit man das Gesicht gut sieht und damit man auch die Haut gut ausmalen kann. Ich beginne als allererstes mit der Grundierung der Haut. Dafür verwende ich einen Copic-Marker, aber ihr könnt auch verschiedene andere Marker verwenden. Also es gibt ultra viele Marker mittlerweile auf dem Markt, also die auch ein bisschen günstiger sind als die Copic-Marker zum Beispiel. Ihr braucht einfach nur eine helle Farbe, eine helle Hautfarbe und eine etwas dunklere Hautfarbe und schon könnt ihr diesen Look auch zaubern. Da Marker total teuer sind und ich kann das total verstehen, wenn manche sagen, ich kann mir vielleicht nur einen Marker holen oder sowas, dann würde ich an eurer Stelle vielleicht einfach nur so einen hellen Hautton nehmen und auf den kann man dann super aufbauen. Ich finde, auf Markern lässt es sich viel, viel besser mit Buntstiften so draufmalen. Also es sieht einfach viel, viel cooler aus danach. Und auch ansonsten, Leute, limitiert euch nicht selbst. Wenn ihr irgendwas euch nicht leisten könnt oder wenn ihr irgendwas nicht habt, ihr könnt immer eine Alternative finden. Außerdem steigert es so voll die Kreativität, wenn man so ein bisschen limitiert ist, und dann kann man auch so selber vielleicht eigene Techniken erschaffen mit den Sachen, die man eben schon hat. Nehmt euch am besten die Tipps aus den Videos raus, die ihr braucht, und ihr müsst ja nicht alles ganz genauso machen wie ich. Aber da ganz viele gefragt haben, welche Hautfarbe ich verwende momentan, und zwar habe ich jetzt die E31 für die Grundierung der Haut, also die ganz helle Hautfarbe. Zu den anderen zwei dunkleren Tönen komme ich später noch. Wie ihr seht, habe ich ja die Brush-Marker und die haben so eine ganz spitze Spitze und nach hinten werden sie eben breiter. Und genauso malen sie auch. Das heißt, wenn man ein bisschen fester drauf drückt, wird der Stift breiter, und wenn man eben nur so ganz, ganz leicht über das Papier fährt, dann hat man so eine ganz, ganz dünne Spitze und kann wirklich die allerkleinsten Details damit zeichnen. Und allgemein versuche ich nicht so doll auf den Stift drauf zu drücken und auch nicht zu lang auf einer Stelle zu bleiben, damit ich eben auch nicht zu viel Farbe in das Papier einsaugt. Ganz häufig kommt auch die Frage, ob die Marker sehr schnell leer gehen, wenn ich auf Topmodel-Papier zeichne. Also ja, ich denke, die gehen schon schneller leer, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit nur auf Markerpapier malen würde, weil eben das Papier so ein bisschen saugfähiger ist als das Markerpapier. Das stimmt auf jeden Fall. Und so richtig riesengroße Flächen auf diesem Papier würde ich mit den Markern auch nicht unbedingt ausmalen, weil eben die Marker sonst viel, viel zu schnell leer gehen würden. Aber da ich eben immer nur so ganz kleine Flächen ausmale, wie jetzt zum Beispiel die Haut der Topmodels oder eben nur so ganz kleine Kleidungsstücke, geht es eigentlich. Also ich finde nicht, dass die Marker besonders schnell leer gehen. Ich habe jetzt auch gar nicht so oft was nachkaufen müssen, aber es ist echt in Ordnung. Also ich male ja jetzt auch schon seit einer Weile damit. Aber wie gesagt, Leute, ihr müsst euch ja nicht unbedingt Marker holen. Ihr könnt euch ja auch günstigere Sachen holen. Und wenn ich richtig, richtig günstige Marker finden sollte, dann sage ich euch auf jeden Fall auch Bescheid. Wenn ihr die Haut grundiert habt, dann könnt ihr auch schon mit den Schattierungen starten. Ich schattiere meistens um das ganze Gesicht herum, an den Wangen immer so ein bisschen mehr, natürlich die Nase, dann ein bisschen was unter der Lippe, ein bisschen was über der Lippe und auf den Augenlidern, da mache ich meistens auch eine etwas dickere Schattierung und etwas dunklere Schattierung drauf, je nachdem, wie ich den Look eben haben möchte. Da versuche ich wirklich nur mit der Spitze zu zeichnen, damit ich wirklich nur so ganz, ganz dünne Linien aus meinem Marker herausbekomme. Ich verlinke hier nochmal ein paar Videos, wo ich mit Buntstiften zeichne. Da könnt ihr ja vielleicht euch auch nochmal da inspirieren lassen, falls ihr keine Marker habt. Aber mit Buntstiften ist es eigentlich so ähnlich und geht eigentlich fast sogar noch ein bisschen besser, wenn man Anfänger ist, weil man da eben noch viel, viel leichter verblenden kann. Bei dem Dekolleté und bei dem Hals könnt ihr selber entscheiden, wie detailliert ihr das machen möchtet. Ihr könnt auch einfach nur so einen Schatten unter das Kinn machen, auf den Hals und den Rest einfach so außenrum schattieren, also wie ich das bei dem Gesicht gemacht habe, einfach so eine Linie außenrum und diese dann verblenden. Oder ihr könnt eben auch so den Hals so ein bisschen detailliert machen und zum Beispiel die Schlüsselbeinknochen so ein bisschen hervorheben oder auch die Schultern. Ihr müsst einfach immer nur bedenken, alles was im Schatten liegt, ist ein bisschen dunkler und alles was so ein bisschen hervorsteht, ist heller, und dadurch bekommt ihr auch diesen 3D-Effekt. Das heißt, wenn ihr
ihr die Schlüsselbeinknochen zum Beispiel so ein bisschen hervorstehen lassen möchtet, dann müsst ihr einfach nur den Knochen weiß lassen und außenrum schattieren. Und dadurch wirkt es einfach so ein bisschen so hervorstehend. Das kann man ja auch beim Bodypainting zum Beispiel machen, wenn man sich so ein Sixpack draufmalt oder bei Cosplay. Oder schummelt man sich ja auch manchmal so ein etwas größeres Dekolleté, indem man eben zwischen die Brüste malt. Oder eben auch das allbekannte Contouring. Da macht man zum Beispiel auch so ein paar Schatten ein bisschen dunkler, also macht sich so ein paar Fake-Schatten, um eben das Gesicht so ein bisschen zu verformen, also damit die Nase ein bisschen schmäler ist oder was man eben halt mit seinem Gesicht so machen möchte. Und das macht man eben alles mit einem etwas dunkleren Marker. Wenn man nur einen Marker zur Hand hat, kann man das auch mit Buntstiften machen. Das habe ich sogar so schon öfter gemacht, weil ich den Look einfach manchmal ganz gern habe. Dafür könnt ihr einfach so einen hellbraunen Buntstift nehmen oder vielleicht habt ihr ja irgendeine Hautfarbe oder sowas. Da müsst ihr einfach so ein bisschen rumprobieren. Um das Ganze dann noch zu verblenden, gehe ich einfach nochmal mit der Grundfarbe drüber. An manchen Stellen ein bisschen mehr, an manchen weniger. Und dadurch habe ich einfach so einen richtig krassen 3D-Effekt. Also so krass ist der jetzt auch nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich ein bisschen öfter drüber gehe, dann ist die Farbe auch an der Stelle ein bisschen dunkler. Das heißt, man kann da eben so einen Übergang schaffen von ganz dunkel zu ganz hell. So kann man eigentlich die Haut schon lassen, aber man kann natürlich auch da noch mehr Details einzeichnen. Das ist beim Zeichnen allgemein so. Man kann entweder nur 10 Minuten für irgendwas brauchen oder 2 Stunden, je nachdem, wie detailliert man das machen möchte. Und das finde ich auch so richtig cool am Zeichnen und Malen, weil man da eben selbst entscheiden kann, was man machen möchte, auf was man Lust hat. Vielleicht hat man einfach Bock, so richtig irgendwie 10 Kilometer weiter zu gehen und da einfach so eine richtig detaillierte Zeichnung zu machen. Oder man arbeitet einfach nur mit Strichmännchen. Das kann man auch machen. Damit kann man auch so seine Geschichte erzählen und Strichmännchen können auch verdammt stylisch aussehen. Beim Gesicht mache ich das auch immer wieder ein bisschen anders. Heute zum Beispiel nehme ich den ganz, ganz dünnen Fineliner, den ich habe, der 0,05 oder so. Also der allerdünnste Fineliner, den man, glaube ich, so kriegen kann. Und mit dem zeichne ich jetzt als erstes die Nasenlöcher ein. Die sind ja beim Topmodel immer vorgezeichnet. Also die zeichne ich ein. Dann natürlich die Nasenflügel. Manchmal betone ich damit sogar die Nase, aber das mache ich nicht immer so. Manchmal nehme ich dafür einfach einen Buntstift oder ich nehme einen braunen Fineliner. Also ich mache das immer so nach Gefühl, wie ich gerade Bock habe. Auch bei den Augenbrauen ist es so, dass man die eben auch mit Buntstiften machen kann oder eben auch mit Markern, wenn man es drauf hat, so richtig dünn mit Markern zu zeichnen. Also dass man wirklich nur ganz leichte Strichlein macht, damit man eben so eine ganz, ganz dünne Linie hinbekommt. Ich habe meine jetzt auch einfach mit meinem schwarzen Fineliner gemacht. Da mache ich auch so ganz, ganz kleine Strichlein. Damit sieht es natürlich auch so ein bisschen detaillierter aus, aber man muss das nicht unbedingt machen. Man kann auch einfach nur so eine Augenbrauenform zeichnen. Und ihr kennt mich ja, es geht nichts über ein paar buschige Wimpern. Wimpern sind in meinen Topmodel-Zeichnungen auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig und ich übertreibe immer ganz gerne, weil ich den Look ganz gerne mag, wenn man so richtig dicke, fette Wimpern hat. Und das mache ich jetzt auch mit dem Fineliner. Man kann dafür auch einen etwas dickeren Fineliner benutzen, aber auch da kann man eben auch etwas dünnere Striche hinbekommen, indem man nur so ganz leicht drauf drückt. Und manchmal kann man auch die Spitze so hinbekommen, dass die eben nach außen hin dünner wird, indem man eben beim Verlauf des Striches eben runtergeht mit der Intensität. In letzter Zeit zeichne ich auch immer wieder so ein kleines Augenlid ein. Das ist einfach nur so ein Strichlein über dem Auge. Und bei den Lippen male ich meistens die Oberlippe komplett aus und bei der Unterlippe lasse ich eben so ein paar Highlights übrig und dadurch sehen die Lippen so ein bisschen voller aus. Mit einem weißen Gelstift kann man jetzt weitere Highlights einzeichnen, wie zum Beispiel in die Augen, damit sie so ein bisschen funkelnder und leuchtender aussehen. Außerdem mache ich gerne auch mal so in die Augenwinkel so ein paar weiße Pünktchen rein, damit es so ein bisschen aussieht wie Highlighter oder sowas. Manchmal sieht es auch ganz cute aus, wenn man die Nase mit dem weißen Gelstift betont, wenn man so einen Punkt auf die Nasenspitze macht oder so ein bisschen den Nasenrücken nochmal highlightet. Also das ist dieser moderne Look, den man momentan so hat mit den Highlights auf der Nase. Wie ihr seht, betone ich hier auch nochmal die Mundöffnung, indem ich sie so ein bisschen dunkler mache mit dem schwarzen Fineliner. Aber das müsst ihr nicht unbedingt machen oder dafür müsst ihr auch nicht unbedingt einen schwarzen Fineliner nehmen. Ihr könnt einfach eine andere dunkle Farbe benutzen. In dem Fall outline ich jetzt das komplette Bild nochmal, aber das müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn ihr das nicht wollt. Also manche mögen ja
diesen Look nicht unbedingt. Da könnt ihr es eigentlich auch einfach so lassen oder ihr macht die Outlines auch mit einem Buntstift, also mit so einem etwas dunkleren Buntstift. Also das ist natürlich so ein bisschen so Style-Sache. Eben das, was euch am allerbesten gefällt und was euch am meisten Spaß macht zu malen. Ich mache das mal so, also wie ich gerade Bock habe. Manchmal mache ich die Outlines noch ein bisschen dicker mit einem noch dickeren Fineliner, aber ja, es kommt halt eben darauf an, wie ich gerade gelaunt bin. Ich finde sie jetzt eigentlich auch schon cute, so wie sie ist, aber ich habe mir gedacht, ich mache noch ein paar dunklere Schattierungen dazu, aber das müsst ihr nicht unbedingt machen. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, weil ich dachte, das sieht vielleicht ganz gut aus. Und jetzt kommen wir mal noch zu einer Frage, die oft gestellt wird, und zwar, mit welcher Farbe mache ich denn blonde Haare, also mit welcher Copic-Farbe, und zwar nehme ich dafür die Y21 und schattiere mit der W3, aber je nach Blondton und je nach Farbe kann man dann natürlich auch ganz andere Farben benutzen. Man könnte zum Beispiel auch eine Hautfarbe nehmen und diese dann mit einer anderen Farbe kombinieren. Dann sieht es auch aus wie so ein Gold-Blondton. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Oder ihr nehmt einfach nur so einen W3-Stift. Das ist so ein bisschen so ein gräulicher, bräunlicher Ton, so ganz hell. Und damit könnt ihr einfach so ein paar Schattierungen in die Haare reinmalen und den Rest weiß lassen zum Beispiel. Und dadurch wirkt das wie so ein Platinblond, beziehungsweise so ein Asch-Platinblond. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Blondtöne. Und bei Buntstiften würde ich das auch so machen. Da würde ich vielleicht eine gelbe Farbe nehmen und mit dieser so ganz leicht malen, nicht so arg draufdrücken, damit die Haare eben nicht so krass gelb wirken. Das vielleicht mischen mit Grau oder Braun oder je nachdem, wie man eben die Farbe haben möchte. Und dadurch schafft man eben so einen richtig schönen Blondton. Aber ich finde, blonde Haare zu malen ist wirklich nicht so einfach. Vor allem früher, weiß ich noch, wenn man mit Filzstiften gezeichnet hat, da hatte man ja eigentlich nur so gelb zur Auswahl. Und dann hatten alle Blondinen immer gelbe Haare. Ja, das war natürlich auch nicht immer das, was man wollte, aber man hat eben mit dem gearbeitet, was man hatte, und irgendwie war man ja doch glücklich damit. Ich würde sagen, wir sind dann fertig mit unserem allerersten Tutorial. Ich habe jetzt natürlich ganz viel gebabbelt schon wieder, aber ich habe auch versucht, euch ein paar Beispiele zu geben, euch das zu veranschaulichen so ein bisschen und damit eben auch alle das so verstehen, wie ich das meine. Ich hoffe, ich habe es gut hinbekommen. Falls nicht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir Tipps geben, wie ich das noch verbessern kann, was ich euch noch besser erklären kann. Morgen um 17 Uhr kommt ein Video mit einem dunkelhäutigen Topmodel. Da zeige ich euch dann nochmal ein paar Tipps, wie ihr das schön hinbekommt. Schaut auf jeden Fall immer wieder auf meinem Channel vorbei. Ich habe jetzt schon so oft von Leuten gesagt bekommen, dass sie keine Nachrichten bekommen, wenn ein neues Video von mir online kommt, was ich total schrecklich und schade finde, weil ihr habt ja eigentlich abonniert, damit ihr immer informiert werdet, wenn irgendwas Neues von mir kommt. Das ist irgendwie voll der Fail von YouTube und ich hoffe, die regeln das bald wieder, weil ich meine, ich mache ja die Videos für euch und nicht einfach nur, damit sie in meinem YouTube-Channel verstauben. Naja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja, wir sehen uns morgen wieder. Ich hab euch lieb. Ciao!